Nur Stress gab's heute auf Arbeit. Und zu Hause geht's gleich weiter. Ich will die Waschmaschine anmachen. Was passiert? Sie startet nicht. Oh nein, ich werde noch verrückt. Kennst du sowas? Ist uns wahrscheinlich allen schon passiert. Um das Thema Stress soll es jetzt gehen. Heute im Video werde ich ein bisschen provozieren. Stressursachen im Außen zu suchen, bei den Kollegen, beim Chef, die Kinder, die nerven, die Nachbarskinder, die zu laut draußen spielen und. Das ist ja so easy, darauf es zu schieben, dass ich mich gestresst fühle. Wo entstehen Gefühle? In mir. Kann ich die im Außen ursächlich suchen? Nein, kann ich nicht. Stress entsteht bei mir. Also bin ich auch für den Stress, den ich empfinde, voll verantwortlich. Und zwar nicht zu 80%, nicht zu 90%, nein, zu 100%. Es hat immer etwas damit zu tun, wie ich mit einer Situation umgehe, wie ich sie einschätze. Und die Leute, die offensichtlich fast immer relaxed bleiben, die sind in der glücklichen Lage, gute Verarbeitungsmechanismen in sich installiert zu haben. Und das kannst du auch. Lass uns einfach mal schauen, wie das gehen kann. Lass uns zu Anfang einfach mal ein paar Beispiele anschauen. Ich hatte einen Termin für eine Online-Videokonferenz. Was passiert kurz zuvor? Meine Technik streikt. Ich starte den Rechner neu. Nichts bringt etwas. In mir fängt es an zu köcheln. Was steht da dahinter? Du kriegst das mit der Technik nicht auf die Reihe, hämmert's in meinem Hirn. Wer spricht diesen Satz? Ich spreche diesen Satz. Wo kommt der her? Naja, der kommt schon aus meiner frühen Jugend, wo ich das in meinem Umfeld gehört habe. Technische Dinge sind nicht so deins. Also ein Glaubenssatz. Oder nehmen wir eine andere Situation. Du hast einen Endtermin zur Abgabe deines Projekts, was in Form einer PowerPoint-Präsentation stattfinden soll. Der Zeitpunkt rückt immer näher und immer näher. Du gerätst unter Druck. Dir passiert ein Fehler nach dem anderen. Was steckt dahinter? Sei perfekt. Es muss perfekt sein. Und auch wieder so ein netter Glaubenssatz, den du wahrscheinlich in frühester Kindheit oder Jugend schon aufgesammelt hast und tief in dir verinnerlicht hast. Oder nehmen wir eine andere Situation. Stell dir vor, du bist als Frau unterwegs, abends, Einbruch der Dunkelheit, und du weißt genau, du musst durch ein paar Straßen, die nicht ganz so gut beleuchtet sind und wo auch wahrscheinlich weniger Leute mit dir gehen werden. Was passiert? Ängste. Einfach, weil dir vielleicht deine Mama oder auch dein Papa früher schon gesagt haben, geh nicht allein durch dunkle Straßen. Und schon hast du Stress. Dein Herzschlag steigt. Du hast vielleicht Schweißausbrüche, beklemmende Gefühle. Du guckst dich immer wieder um. Kommt da jemand? Du lauschst hinter Schritte. All das sind so eine typischen Stresssituationen und immer stecken Glaubenssätze dahinter. Die Stresssituation selbst, in der du all diese unguten Gefühle in dir spürst, egal ob jetzt körperlicher Art oder einfach durch Gedankenkreisen und so weiter, ist bestimmt der falsche Zeitpunkt, um an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Aber es gibt eine Soforthilfe, die du nutzen kannst. Du kannst für dich ein Wort finden, das dich stoppt, das dich bremst. Das kann zum Beispiel dieses Stop sein. Das kann auch einfach ein tiefes Luftholen sein und ausatmen auf das Wort Ruhe. Es kann ein Bild sein, wenn du eher der visuelle Typ bist, was vor deinem geistigen Auge entsteht. Bei mir ist es zum Beispiel dieses Unendlichkeitszeichen, wie du es hier auch siehst.
was Eingang gefunden hat in mein Logo. Wenn ich mir das vor mein geistiges Auge hole, dann beruhigt mich das im Augenblick. Falls du dich dazu in der Lage fühlst, neben tiefen Atmen, mal tief durchatmen, du kennst das, neben dich zu treten. Stell dir einfach vor, schwupps, du gehst aus dir heraus und siehst dich, wie du da vollkommen unter Stress bist und sagst dir, jetzt mal langsam, gucken wir uns das mal in Ruhe an. Was hilft mir jetzt am meisten? Das ist dann eine Frage, auf die du eine Antwort finden darfst in dir. Das ist immer eine innere Angelegenheit und hat nie etwas mit der Situation oder mit den Personen im Außen etwas zu tun. Und in dem Augenblick, wo du dir auch dessen bewusst bist, dass jetzt der Zeitpunkt zum Sterben noch nicht gekommen ist, frag dich doch, was kann jetzt schlimmstenfalls passieren? Und was ist meine Antwort darauf? Hilft dir rauszukommen aus dieser Situation. Ich hoffe, diese Kurzanleitung, um in die Ruhe zu kommen, um dir den Stress zu nehmen, hilft dir. Also als erstes erkenne, du bist in der Verantwortung. Als zweites wisse um die Signale deines Körpers. Und als drittes finde dein Ruhewort, deine Ruhestrategie. Die kannst du dir auch meditativ erschließen, wie das geht. Unten drunter findest du den Link zu der entsprechenden Anleitung. Und noch etwas. Mein E-Book, wie Selbstcoaching gelingt, findest du auf Amazon. Und das ist der Probedruck in Kürze auch als Taschenbuch für all diejenigen, die lieber was zum Blättern und zum Anfassen haben. Ich wünsche dir gute Umsetzung der Strategien, wünsche dir ein Senken deines Stresslevels, das ist nämlich gut für deine Gesundheit, eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.